Willst du in Deutschland arbeiten, im Hotel oder in einem anderen Bereich, dann brauchst du die richtigen Sätze für deine Bewerbung. Heute zeige ich dir 10 einfache Sätze, die dir sofort helfen werden, Schritt für Schritt bei deiner Bewerbung. Also, los geht's! Willkommen bei Aula Alemanna. Ich bin Isabella, deine Deutschlehrerin. Wenn du in Deutschland einen Job, eine Arbeit suchst, eine Stelle suchst, dann brauchst du ein Anschreiben. Anschreiben ist ein Text, wo du beschreibst, warum du dich für diese Stelle interessierst und warum du die richtige Kandidat oder Kandidaten bist. Also fangen wir mit dem Anschreiben an. Du fängst an. Sehr geehrte Damen und Herren, hiermit bewerbe ich mich als Rezeptionistin im Hotel. Ich habe Erfahrung in der Hotellerie und im Kundenservice. So, ich lese den Satz und du sprichst mir nach. Sehr geehrte Damen und Herren, hiermit bewerbe ich mich als Rezeptionistin im Hotel und dann kommt der Name vom Hotel. Jetzt bist du dran. Nach als kommt immer die Berufsbezeichnung. Das heißt, wie heißt dein Job, dein Beruf? Zum Beispiel als Rezeptionistin, als Kellnerin, als Kellner natürlich auch, als Reinigungskraft. Im Hotel kannst du natürlich auch durch andere Orte ersetzen, wie zum Beispiel im Restaurant. Hier sollst du nur beachten, dass als immer Dativ braucht. Das heißt, in plus Dativ, also im Restaurant, im Hotel, in einem Bereich zum Beispiel auch. Und die letzte Möglichkeit ist bei und dann Firmenname, zum Beispiel bei Ikea, bei Aldi und so weiter. Ich habe Erfahrung in der Hotellerie und im Kundenservice. Jetzt bist du dran. Hier, schau mal, ich habe Erfahrung. Du hast 3 Möglichkeiten. Erfahrung in plus Dativ und dann Bereich, in der Hotellerie, im Kundenservice, in der Gastronomie, in der Arbeit mit Kindern. Ich habe Erfahrung als, dann kommt die Berufsbezeichnung wieder, als Rezeptionistin, ich habe Erfahrung als Kellner und so weiter. Und die dritte Option ist, ich habe Erfahrung mit. Und dann kommt normalerweise entweder ein Programm oder irgendwelche Aufgaben. Zum Beispiel, ich habe Erfahrung mit dem Umgang mit schwierigen Kunden. Oder mit einem konkreten Programm zum Beispiel. Nächster Schritt in einem Anschreiben ist, deine Stärken betonen. Zum Beispiel, ich spreche Deutsch, Englisch und Spanisch. Meine Stärken sind Freundlichkeit, Organisation und Teamarbeit oder Teamfähigkeit. Das bedeutet, du arbeitest gerne im Team. Ich spreche Deutsch, Englisch und Spanisch. Das ist ganz einfach. Jetzt du. Meine Stärken sind Freundlichkeit, Organisation
und Teamarbeit oder Teamfähigkeit. Jetzt du. Alternativen wären zum Beispiel Kommunikationsfähigkeit, analytisches Denken oder Belastbarkeit. Das sind natürlich nur wenige Beispiele, die du in einem Gespräch erwähnen kannst. Du sollst dich am besten, wie du kannst, zeigen. Zuerst kannst du dich bedanken für die Einladung. Ganz simpel. Vielen Dank für die Einladung zum Gespräch. Ich freue mich, hier zu sein. So, jetzt wiederhol wieder nach mir. Vielen Dank für die Einladung zum Gespräch. Ich freue mich, hier zu sein. Mit diesen Sätzen kannst du deine Motivation zeigen, also warum du diesen Job möchtest. Du kannst zum Beispiel sagen, ich möchte in Deutschland arbeiten, weil ich meine Sprachkenntnisse verbessern möchte. Oder die Arbeit im Hotel macht mir Spaß, weil ich gerne mit Menschen arbeite. Das zeigt sofort, dass du sehr kommunikativ bist. Diese zwei Sätze sind besonders wichtig, weil in Deutschland das gerne gesehen wird, dass du wirklich motiviert bist. Also du kannst dem Arbeitgeber deine Motivation zeigen und ihm sagen, ich will wirklich arbeiten, ne? Dass du fleißig bist, und das ist super wichtig. Also die Arbeitgeber wollen Motivation hören. Mit diesen Sätzen kannst du das machen. Ich möchte in Deutschland arbeiten, weil ich meine Sprachkenntnisse verbessern möchte. Jetzt du bist dran. Die Arbeit im Hotel macht mir Spaß, weil ich gern mit Menschen arbeite. Am Ende des Gesprächs kannst du zum Beispiel sagen, haben Sie Fragen zu meinem Lebenslauf? Und natürlich immer höflich beenden. Also nicht nur der erste, sondern der letzte Eindruck zählt auch. Also die ersten 30 Sekunden und der letzte Moment auch. Also du beendest das höflich und sagst, vielen Dank für das Gespräch. Haben Sie Fragen zu meinem Lebenslauf? Vielen Dank für das nette Gespräch. Wenn du diese Sätze für hilfreich hältst, also wenn sie hilfreich sind, gib mir ein Like, und ich mache gerne noch ein Video mit mehreren Sätzen, mit Situationen zu Bewerbungssituationen. Aber es gibt nichts umsonst. Du bist dran. Schreib mir in die Kommentare, welchen Satz du sofort verwenden willst. Welcher wird dir helfen? Durch Kommentieren übst du nämlich auch, also lernst du auch schneller. Also an die Arbeit. Und wenn du manchmal Gäste oder einfach Muttersprachler nicht verstehst, dann schau dir dieses Video an. Es geht um Tricks, also wie kann man besser Muttersprachler oder Gäste, Kunden verstehen. Es hilft dir sicher auch. Dort erkläre ich die typischen Probleme im Hotelalltag. Die kann man auch auf andere Situationen übertragen. Also es geht auch in anderen Situationen
Also schau dir das an und sicher wird es dir helfen. Alle 10 Bewerbungssätze gibt es als PDF auf meiner Seite zum Herunterladen. Also schau dir die Caption, die Beschreibung an und da findest du den Link. Die PDF-Datei ist komplett kostenlos, also du kannst einfach anklicken, du musst dich nicht anmelden und einfach herunterladen und lernen. So, das war's für heute, also super gemacht. Mit diesen 10 Sätzen bist du auf deine Bewerbung tipptopp vorbereitet. Ich drücke dir die Daumen, abonniere meinen Kanal, klick auf die Glocke und verpasst keine Lektionen mehr und lerne mit mir jede Woche Deutsch. Ganz umsonst.